Hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Stanley Parable. Und unsere Lieblingszeit ist natürlich 420. Bestätigen. Sagt er irgendwas dazu? Aha, 420, deine Lieblingsuhrzeit. Oder konntest du einfach nicht anders, als mir wieder die korrekte Zeit zu geben? Ich weiß ja schließlich, wie gern du die korrekte Uhrzeit einstellst. Okay, jetzt interessiert es mich, wie präzise 420 ist. Benutzen wir einen weiteren Regler, um es herauszufinden. Wie präzise ist 420? Sehr... Oh mein Gott, es ist gerade wirklich 4:20 Uhr. Jetzt ist es sehr präzise. Ich habe zufällig um 24 Uhr angefangen. Oh mein Gott, es ist halt gerade 16:20 Uhr. Weißt du, du sollst wissen, dass ich ungeachtet der Präzision der Uhrzeit großen Spaß am Anpassen dieser Einstellung habe. Ich habe das Gefühl, mehr über dich zu erfahren und darüber, wie du Einstellungen vornimmst. Es ist gut, Daten zu sammeln. Ich wünschte, wir hätten mehr Regler, aber wir sind alle Regler durchgegangen. Die ich habe. Vielleicht können wir ein paar neue Slider erfinden, um neue Daten über dich zu sammeln. Das sollte nicht zu schwer sein. Ja, lass mich ein paar neue auftreiben. Sollte fertig sein, wenn du das nächste Mal das Spiel startest. Okay. Willkommen, Leute. Willkommen zurück zu The Stanley Parable Ultra Deluxe, der 3. Folge. Bevor wir heute anfangen, möchte ich nochmal über meine Vergangenheit reden. Wir reisen 7 Jahre zurück. Das Jahr ist 2015. Es ist Dezember. Wahrscheinlich ist mir kalt, weil, obwohl bei mir liegt nicht so oft Schnee, aber egal, bestimmt war mir kalt. Und ich habe die Game Grumps geguckt. Die machen ja auch noch heutzutage sogar Videos, aber ich gucke sie schon länger nicht mehr. Keine Ahnung. Die Zeit ändert sich und was man schaut. Auf jeden Fall, damals habe ich sehr viel Game Grumps geguckt. Und die Game Grumps haben damals ein Video zu einem Spiel hochgeladen, das hieß Dr. Langeskov, the Tiger and the Terribly Cursed Emerald. A Whirlwind heißt. Was ein verrückter langer Name. Dieses Spiel ist von demselben Entwicklerstudio, die auch Stanley Parable gemacht haben. Das habe ich beim Gucken dann gesehen und dachte mir, ach cool, ja, kann ich mir angucken. Und ich schaue dann dieses Video und bei Minute 2:30 von diesem Video, ich blende hier alles ein, sehe ich, dass da so ein Tisch für Press-ID, Streamer und sonst was ist. Und da liegt ein Namensschild, wo Zombey draufsteht. Ich hatte keine Mail, ich hatte keine Info, ich hatte gar nichts. Und ich war so verwirrt, weil wenn ich einfach so ein Video gucke, erwarte ich ja nicht, dass ich irgendwo anders meinen Namen lese. So überhaupt nicht. Und es war 2015 auch noch, so richtig früh. Und ich war halt einfach richtig verwirrt. Ich habe dann auf Twitter den Director von dem Spiel rausgesucht. Der heißt William. Und ich habe den angeschrieben. Ich habe einen Tweet gemacht, so einfach mit einem Screenshot von der Folge. Und ich habe einfach gefragt, hey, ich habe gerade das bei den Game Grumps gesehen und da liegt irgendwie mein Name auf dem Tisch. Ist das Zufall? Und er hat mir halt einfach geschrieben, dass er irgendwas Spezielles für mich geplant hatte. Ich weiß nicht, wie er auf mich kommt tatsächlich. Aber es Cut Content wurde. Und nur dieses Namensschild über ist so gesehen. Okay. Jetzt spuren wir wieder auf heute. Und ich habe mir gedacht, beziehungsweise ich habe wieder dran gedacht, weil ich jetzt das Stanley Parable spiele, was ja auch von ihm ist. Ich schreibe ihn doch mal an. Ich will wissen, was da los ist. Warum lag da mein Name auf dem Tisch? Ich habe ihn erfolgreich angeschrieben, er hat auch relativ schnell geantwortet. Ich habe ihm so gesehen geschrieben, hey, ich spiele gerade Stanley Parable auf meinem YouTube-Kanal und habe mich an den Tweet erinnert. Einfach nur aus Neugier, warum ich und was war geplant. 7 schlaflose Jahre können enden mit deiner Antwort. Ja, er hat geantwortet. Er hat leider nicht beantwortet, warum ich... Das hätte mich wirklich interessiert, weil ich glaube, mein YouTube-Kanal, ich war gefühlt niemand. Ich hätte echt gern gewusst, wie ich in sein Gedächtnis gekommen bin, dass ich da stehe. Das ist sogar die größte Frage für mich, aber die bleibt scheinbar unbeantwortet. Aber er hat mir geschrieben, dass irgendwo sich ein schwarzes Loch scheinbar geöffnet hätte und ein Krokodil mir Buh ins Gesicht gesagt hätte, wo dann mein Name in den Credits aufgetaucht wäre mit einer komischen Schriftart. Ja. Ich glaube, das Spiel sollten wir mal spielen. Das ist, glaube ich, nicht so lang wie das hier. Das können wir dann machen, wenn wir hiermit fertig sind. Und das war meine Geschichte für heute. Das ist die einzige Sache im Leben, die mir mal passiert ist, die ich hier erzählen kann. Und ich weiß immer noch nicht, warum er meinen Namen da hatte und aufgeschrieben hat. Weil die Game Grumps waren damals schon so vor 7 Jahren ein großer Channel und richtig bekannt und so. Warum steht da irgendein random deutscher YouTube-Kanal?
Ich habe nicht mal das... Habe ich das erste Stanley Parable irgendwie Let's Played? Ich glaube nicht. Ich habe nicht mal... Also ich wüsste nicht mal, wie er auf mich kommt. Super merkwürdig alles. Aber ja. Beginnen wir. Beim letzten Mal haben wir... hier... eine Tür angeklickt. Die 430. Und jetzt haben wir einige Sachen, die wir machen können. Hier, dieser Computer hatte doch beim letzten Mal, hey, Input. Warum ist der jetzt aus? Der hatte einen von 4 Inputs, als ich dann drauf gedrückt habe und dann konnte ich nichts weiter machen. Ich dachte, vielleicht muss ich in jedem Zyklus einen Input machen. Vielleicht muss ich 4 verschiedene Computer finden oder so. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendeine Art Rätsel ist, auf jeden Fall. Besonders jetzt, wo der Computer nichts mehr anzeigt. Ist die New Content Tür noch da? Ja. Da habe ich ja gesagt, gehen wir diesmal rein. Oh, hätte ich sie vielleicht nicht aufgestoßen, wäre ich hinter der Tür lang gekommen. Na, egal. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Hallo? Okay. Wir ignorieren komplett die Story und fahren zum neuen Content. Durch den Ladebildschirm sogar. Ist der wirklich neu? Ich weiß es nicht. Also sagt mir auch nichts. And thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. Okay, das ist neu. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. Ja. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. Das spielen wir. Als ob. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Boah, Game. Ja, ich mag, wenn meine Spiele mehr sind. Please, step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Ich auch? Erstmal den düstersten Fahrstuhl steigen, den ich je gesehen habe. Kann ich zurückfahren? Nein, okay, kann ich nicht. Wäre aber eine lustige Option gewesen, aber direkt wegzufahren. Nö, ich will den neuen Content nicht. Okay, so far it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. Ja, wenn er losfahren würde. Hallo? Is it broken? What's going on here? Should we be moving somewhere or... Oh, there we go. All right, finally, at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. Ich bin auch so ready. Ich meine, der alte Content hat mir selbst noch richtig gut gefallen. I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if Oh, okay. Let's see the content. Gimme the content, Stanley. Ich versuch's. Kann man springen? Boah, was ein Feature das wäre. Alright, let's see, it's the jump circle? Als ob! Die haben Springen hinzugefügt. Und ich habe nur noch 34 Sprünge. Aber ich kann nur da drin springen. New Content. Okay. Oh, die werden so gegönnt, die 30 Sprünge. Es zählt sogar wirklich. Nicht mal so oft, wie ich Leertaste spamme. Okay, dann springen wir halt wirklich. Sollte ich nicht zwischendurch mal eine Pause machen und einfach den neuen Content wirklich genießen? Jeden einzelnen Sprung? Möglichst viel Zeit damit verbringen? Mir zu überlegen, wann ich die Leertaste drücke? Um einfach alles aus dieser Erfahrung heraus zu... Okay, ich spring einfach. Der Typ im Spiel labert schon genug. Ich genieße meine Sprünge und mache sie alle auf einmal. Ich kann nicht Sachen aufteilen. Ich kann natürlich auch einfach bei einem weggehen und euch zu Tode... Na, gut. Wohl... Ja, gut, ich mach. Ja. Was habe ich erwartet? Meine Sprünge sind leer. Schade. Mein Gott, was eine Unterhaltung. Is that it? Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? Machen wir weiter. Another elevator. Stanley, I have to say, initial impressions of this game are not positive. It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could count to 30 trillion. You could put that on the box.
The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And oh wait, there's more. Very good. Yes. I knew there had to be something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. Wir werden natürlich auch noch die anderen ganzen normalen Gänge und so angucken. Ich glaube nicht, dass die uns ja weggesperrt werden, ne? Aber hier mal lang gucken muss ich ja. Ist ja neu für uns alle. Erinnert sich jemand noch an die ganzen 2013er Sachen, die ich in den letzten Folgen gemacht habe? Also, für mich war das eher alles neu. Hab das Gefühl, dass die irgendwie aufgeht und dann sieht man da was. Thank you for enjoying the new content. Ja. That's it? Oh, you've got to be kidding me. You see, Stanley? This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fanbase rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. Es ist so schön, wie sie sich über die ganzen Videospielfans hier gerade lustig machen. Ich genieße es. Bitte weiter. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game, and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. Aha. What do you say, friend? Oh. Moment. Hallo? Das ist nicht mein Büro. Was ist passiert? Aber ich muss gerade kurz mal nachgucken. Gibt es wirklich das Test-Achievement? Testerrungenschaft bitte ignorieren. Beschreibung der Testerrungenschaft bitte Text ergänzen. Ja, die gibt's. Das ist schön. Okay, ja, da guck mal, das ist ein Bild von meinem Gang, den ich aus meinem Büro sehe. Aber was ist passiert? Und er sagt auch noch nichts. Da ist Tür 430. Oh, so schöne Erinnerungen. Oh, ich mag die Meta des Spieles. Sehr viel Text. Okay. Ja, wir gehen einfach mal weiter. Psst. Stanley, come over here. In the vent. I want to show you something. Nö. Ich will gerade mal gucken, wo ich hier hinkomme. Oh, guck mal, das sieht aus wie... Oh, you don't want to see the cool surprise I made for you? Well, fine. You're a dork anyway, so who cares? Oh, er ist so beleidigt. Okay, ich gehe zurück. Ich gucke mir deine coole Überraschung an. Never mind, you're not a dork. Er sich sogar noch mal entschuldigt. Okay, ja, gucken wir uns mal die coole Überraschung an. Was passiert? Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past, and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. Warum hast du hier eine Dark Souls-Kathedrale? Für mich? Er weiß, dass ich Dark Souls mag. Oh. I call it the Memory Zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. Als ob. Hallo? You see, Stanley, doesn't the Memory Zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October of 2013, when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Oh, the waste. Wie, also, ich fand es cool, wie hier einfach ein Name drüber geklebt ist, als wäre es das für uns. Aber ist gar keine Trophäe für uns. Da fehlt auch irgendwie ein Auge. Ist das nicht das Call of Duty-Logo? Ach, was weiß ich. Jetzt würde ich irgendwas verstehen. Der Original Remake. Wie das Original Remake? Es gab schon mal ein Remake? Irgendwelche News an der Seite? Das ist die Original-Webseite. Firefox. Good times. Ja, da sitzt Stanley. Und da sind die Gänge.
Oh, und alles fängt von vorne an. Das sind die Monitore aus der ersten Folge. Ja. Wir hatten in der anderen Folge dieses Museum auch, wo wir uns alles ansehen konnten. Das habe ich größtenteils rausgecuttet, weil wir uns das später angucken, wenn wir fertig sind. Wenn wir uns alles mal angeguckt haben. Weil da waren auch einige Sachen, die ich noch nicht kannte. Das ist wieder die alte Steam-Seite. Ist das die alte? Ja, das ist ein altes Steam-Design. Zone, Sweet Zone. Da darf ich nicht rein? Okay. In Loving Memory, the Stanley Parable. Hier ist auch nochmal Alpha-Tester oben auf dem Regal. Smile because it happened. A trip down memory lane. Oh, die Nostalgie. Ein alter Dollar. Demonstration. Guck mal, da war sogar eine Demo. Go outside. Don't play for 5 years. Wisst ihr, was das Lustigste ist? Ich habe das Spiel gespielt, 2013, und ich habe das Achievement nicht. Muss ich Spiel dafür nochmal starten, oder? Ich weiß es nicht, aber ich habe das Achievement nicht. Das sind die alten Achievements. Unachievable. It's impossible to get this achievement. Das gab's auch. Oh, guck mal, das ist das Ending, wo wir auf der Straße totlagen von der letzten Folge. Irgendwelche Nominierungen. Beta- und Work-in-Progress-Schilder. Das ist sehr meta gerade. Stanley Parable deals tough choices. Schwere Entscheidungen. Okay. Was ist hier für ein Stein? Loving Memory Little Stanley. Und kleiner Hamster. Oh. Okay, aber was geht ab? Können wir uns aber hier hinsetzen? Über Nostalgie nachdenken? Nein. Das ist ein Piano. And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism, 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them, and now it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk with an hour of new elevator content. Ein Hour? Also eine Stunde bin ich da nicht vorhin rumgefahren. Aber richtig cool, dass sie den neuen Namen von Jim Sterling damit, also Jim Stephanie Sterling mit eingebaut haben. Ja, okay. Altes Review. Gute alte Zeiten. Aber das hier ist doch neuer Content, so gesehen. Auch wenn ihr... Das ist Minecraft-Ending. Ihr habt übrigens in die Kommentare geschrieben, dass damals da, wo jetzt also Rocket League und Firewatch war Portal und Minecraft als Ending. Aber die neuen Sachen sind auch cool. Person of the Year. Das bin ich. Und da ist irgendwie das Spiel in einem Programm, nehme ich an. Da sind die Türen. Gehe ich runter? Memory Zone Maintenance. Ja, kommen wir nicht rein. Was erleben wir hier? Ich weiß es nicht, aber es ist cool bisher. Das sind die Knöpfe. Oh, die habe ich gedrückt. Das ist irgendeine Collectors-Edition. Ist hier schön. Da ist ein Computer, wo das Spiel drauf läuft. Und da ist eine sehr große Wand. Hallo. Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. It just needed to be left alone. To spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game memories. Wie cool ist es, dass die irgendwelche Reviews von damals rausgekramt haben und jetzt hier im Spiel drin haben und über die reden? Ich genieße es. Und ja, es ist ja auf der Source Engine, genau. Da ist irgendein abgesperrter Raum, da ist irgendein Warteraum, the Serious Room. Ja, ein paar der Räume haben wir halt noch nicht gesehen, weil ich mir noch nicht alles angeguckt habe, aber neuer Content ist neuer Content. These were simpler times, Stanley. But I wouldn't give to go back, to have it all over again. Wait, hang on.
I don't recall this part of the memory zone before. What's this? What's down here? Oh, die schlechten Memories sind hier unten. Oh no. Oh God, no. Steam Stanley reviews. is a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's being collecting down here. Bestimmt sind jetzt hier einfach die User-Reviews, die einfach so voll unnötig negativ sind. Oh, ja. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Let's go. Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Steam User Reviews. Das Beste. Oh, der ist zensiert. Ich wollte ihn doch lesen. Schade. Aber vielleicht kommt da vorne ist noch einer. Ja. Und das ist sogar ein guter. Aber der ist auf dem Kopf. Okay, let's see what this Nudelscharf. one says. Jemand Deutsches. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. To be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did. But maybe it wasn't. Oh dear. What an awful memory to have to hold on to. These black marks are my otherwise unimpeachable track record. I feel... Ich will auch mal reden, danke. Stell dir mal vor, zum Beispiel Nudelscharf hier, der das geschrieben hat, guckt jetzt einfach irgendein deutsches Video davon oder allgemein irgendein Video davon und sieht sein Review hier. Oder die Leute, die Reviews geschrieben haben, werden vielleicht diese Reviews nie sehen. Aber ich schwöre, das sind 100%ig echte Reviews, die da drunter stehen unter dem 2013er Spiel. Besonders, wo es rauskam, gab es das Review-Feature noch nicht mal. Also haben irgendwelche Leute Jahre später das gespielt und dann negative Reviews geschrieben. Okay. like a failure. Like I let these people down. Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. Doch, das ist super. Also ich genieße es eigentlich, ehrlich gesagt, sehr. Und dann noch ein negatives Review. What's this one got to say? You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. A skip button. Den würde ich tatsächlich gerne haben, ja. Wäre ganz nett, wenn ich manchmal so die Sachen wiederholt mache, dass ich da einfach, okay, ja, erzähle einfach fertig. Aber ich verstehe ja auch den Sinn des Spiels, also muss nicht sein. Und ich schneide ja für euch. Ich bin euer Skip-Button. Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. Okay, ich gehe mal über dieses Holzbrett. Als ob ein Skip-Button. And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll have zipped right past it. It's what the players have been asking for, and I'm very proud to have delivered. No more listening to me rambling on and on and on. No. The Stanley Parable is a game for the people. And if the people want silence, then by goodness, that's what they're going to get. Ich höre Don't zu. sit around waiting for me to shut up. Go ahead and make me shut up. Here, we'll pretend that I've just begun an interminable monologue, and it goes something like this. The story and the choices, or what have you, and therefore by becoming it is, so on and so forth, until inevitably we all until the end of time, at which time everything all at once, so now you see, blah 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 blah. We've eaten too much and it can't be just yet, no, until 245. But the logic of elimination working backwards, the deduction therefore becomes impossible to manufacture. It went on for nearly 10,000 years, until just yesterday, here and there, forward and back, and never a moment before lunchtime. It can't be.
Irgendwann muss er ja fertig sein. Und ich würde gerne wissen, was passiert, wenn er fertig ist. Ihr könnt ja Video vorskippen, ne? Also, ich skippe nicht, gerade mal. It's the only thing there is. How many billions left until so much more than forever ago? Which is why I say, the story and the choices, or what have you. And therefore, by becoming... Ich wiederholt sich gerade, oder? Ja, es wiederholt sich. Okay, ich drück. Hast gewonnen. Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy rumination. Well there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your fingertips to go poof, and it's all over. Oh, I can't wait to see what Cookie 9 will say about this, and whether they'll edit the rating of their Steam review, or at least change some of the wording, perhaps. Ja, ein bisschen netter, to be ne? honest, I don't even know if one can change their review in the first place. Ich glaube schon. I guess I should become better educated on exactly how Steam works. Perhaps that would have been the smart thing to check on before I went about this whole exercise of making the skip button. Although I have to imagine that after seeing this exciting new technology... Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30, 45 minutes? It's not unendurable by any means, but it's, well, there's really only so much I can ramble on to myself about. I know, it's shocking, isn't it? But at any rate, I do suggest that we not press the button again. I think the skip button has been aptly demonstrated, and we can say goodbye to it and just... Wait, how do we get out of here? Where did the door go? Wasn't there a door that led into this room? Eigentlich schon. I do feel quite certain that there was one here before. How else would we have gotten into the room in the first place? I don't think one can enter a room without a door of some sort, or a window or something like that. Do you see a window anywhere? No. A porthole? A sufficiently large crack in the wall? I'll take any of these. All I want is for us to move on and to please step away from the skip button, to go anywhere other than the skip button. Oh, ich muss There was a leider. door here before, wasn't there? I swear there was. Where did it Sorry. go? Can you maybe just ram your way through Okay, a wall? Is there any possibility that you could, say, slam your body into the wall until enough damage is done for you to be able to leave? Ich Please, probier's. I'll take any option at all. I'm asking you to work with me here. We need a door. We need a door of some kind. I can work with any kind of door as long as it can open and lead from one room to another. I'm going to step away for just a moment, and I'm going to try to find us a door. I don't know how exactly to remove a door and place it in a different wall, but I will find a way, I promise. You just need to not do anything. Don't press the skip button. Please, please, please do not press the skip button. Just wait here for me, and don't press the skip button. Got it? Yes, good. I'll be right back. Oh, ist schon sehr verlockend. Aber, einfach um mal zu gucken, was passiert, warte ich mal eine Minute. Und wenn in einer Minute nichts ist, dann kann ich ja skippen. Ich meine, der ganze Gag da dran wird ja wahrscheinlich sein, war der Baum schon immer so groß? Wahrscheinlich ist der auch gewachsen. Dass man an der Uhr unter dem Baum hier sieht, wie die Zeit vergeht. Und dass, wenn ich jetzt nochmal skippe, dass es sehr anders hier in dem Raum aussieht. Aber meine Güte, der neue Content ist wirklich lang. Also, wenn es hier verschiedene Wege gibt, dann will ich ja wirklich die Skip-Button. Ah gut, ich warte mal. Okay. Sprecher, es tut mir leid, du hast deine Minute nicht geschafft. Vielleicht gibt es so wie so bei Far Cry so ein 15 Minuten Wartenende oder so. Aber ich drücke jetzt einfach mal, ne? Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're really, truly getting longer. And my God, there's no way out of the room. Stanley, the door is gone. It's completely gone. I've looked at it from every angle. I've checked every one of those walls 1,000 times. And there's no door, Stanley. Vielleicht, wenn ich nochmal warte? There's just... Oh, Stanley, you're back. You're Bau. back. Oh, my goodness. I have someone to talk to again. Stanley, I think it's been a week. Or 2 weeks. I've been sitting here all that time. Just sitting here. Not a single person to speak with. And you'd think that that's just how it's always been, right? Me talking,
and you saying nothing. Would you think that it's exactly the same as always? Doesn't that feel like what we've already been doing? Me just talking? But it isn't, Stanley. It isn't the same at all. It isn't even close. Because I know you can't hear me once you push that button. That's what I'm realizing now, Stanley. I'm realizing that I needed to know that someone was listening. I needed there to be a vessel through which my words were moving. It was the vessel I needed, Stanley, not the outcomes, not the story. None of that matters anymore. I'll give it all up. I'll give up every branching path. I'll burn my story to the ground. One single thing I need, and God, I can see now that I need it more than anything, is to know that someone else is taking it in. These words that I'm saying, I need to know you can hear me. Because maybe, Stanley, maybe, if you can hear me, then maybe it means I'm real. Maybe I'm not just a fiction. Ein echter Junge. Was I scared of that all along? Perhaps, yes. Perhaps I've been scared this whole time, that if I stop speaking, I'll slip backwards into the silence and be consumed by it. I can't be taken by it, Stanley. I can't lose myself in the stretch of emptiness between mein you Gott, ja, ich hab's verstanden. Oh, hello, it's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time, I stopped keeping track after a year. Have you ever sat down in one place and not moved for one entire year? Let me describe it for you. To begin with, there is only regret. There is only the turning wheel of missed opportunities. I felt nothing at all but regret for the longest time, Stanley. Days, months. I lost it all in a blur of the deepest... Oh. Hallo? Gut, wenn es jetzt schon Jahre waren, dann waren es ja jetzt bestimmt 10 Jahre oder so, wo ich wahrscheinlich vorher geskippt habe. Okay. Die Zeitschleife hier gefällt mir. Schön ruhig. Gehen wir mal weiter. Boah, aber ich glaube, ich gucke mir mal auf YouTube dann an, wie das komplett ist. Der arme Baum. Oh, der Feueralarm geht los. Und die Uhr ist von der Wand gefallen. Boah, nee, ich will bitte weiter. But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs-down review and make all of their pitiful demands. But then, he's talking too much, they said. First, he didn't entertain us, now he won't shut up. It's the inconsistency, it's the lack of accountability. It's the unwillingness to examine with an uncompromising heart the words that they are speaking into the world. As though there were no consequences for a lack of cohesion in one's assessment of others. But of course, absolutely anyone can leave a review. So here's what we get. We get these demands that seek everything and are accountable to nothing. We get a world where someone will say, oh, there should be a skip button. You should be able to freeze Stanley in place while the narrator sits there forever and ever. We want all of this in the new Stanley parable. We demand it. And then, because it was said, because it was spoken, now it simply has to happen. Ich fühle mich wie in einem Fiebertraum. Hilfe, weiter. Stille. Ja gut, wenn es dann so Jahre waren, dann war es auf einmal 100 Jahre, 1000 Jahre, vielleicht 10.000 Jahre. Let's go, ab in die Zukunft. The end is never the end, is never the end, is oh never Gottes the Willen. end, is Er never ist the gebrochen. end, is never the 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 end, Ein Wassertropfen. is never the end, is never the end, is never the end. Aber ich möchte weiter, weil es echt annoying ist. Okay. Ich erwarte nur noch konstantes Schreien. Ah, guck mal, ja. Ich glaube, der Raum geht langsam kaputt, weil wir so viele Jahre hier drin sind. Let's go, dann skippen wir nochmal. Jupp, da ist der Wasserschaden. Kann ich da irgendwie... da auf den Stein und hier hoch? Ich will doch nur raus. Ist doch ein Loch in der Decke. Okay, warten wir doch mal. Ah, Licht!
Hallo? Kann mich jemand hören? Irgendwer? Nein? Okay. Dann warten wir weiter. Ah, Pflanzen. Die Natur übernimmt. Das ist ja schön. Wie schön grün der Raum beleuchtet ist dadurch. Ja, noch ein bisschen weiter wachsen, bitte. Oh. Okay. Dem Pflanzen geht's nicht so gut. Hört sich auch ganz schön dystopisch da draußen an. Bitte nochmal warten. Skip. Langweilig. Okay. Jetzt da draußen der Horror. Ja, finde ich auch nicht so cool. Bitte nochmal einmal weiter. Hallo? Okay. Hier ist nicht mehr viel übrig. Kann ich nochmal drücken? Nee, sogar der Knopf ist kaputt gegangen. Okay. Sind 1 Million Jahre in der Zukunft. Ist niemand mehr über. Dieser dumme Rezessionsraum, ne? Alles kaputt gemacht. Ich werde einfach auf die Sonne zu. Wo soll ich denn sonst hin? Scheinbar ist Stanley ja eh unsterblich, wenn er 1 Million Jahre einfach rumstehen kann, ohne Durst und Hunger zu spüren. Und guck mal, da vorne sind mehr Steine auf dem Boden. Aber da sind auch Steine. Es ist einfach dunkel. Fange ich jetzt wieder am Anfang an? Oh mein Gott. All of his co-workers were gone. What could it mean? Ich hab einiges verpasst. New Content. Als ob. Leute, beim nächsten Mal gucken wir uns den neuen Content an. Ich bin 40 Minuten am Spielen. Das war ein Weg jetzt. Aber ich glaube, der New Content, der wird halt den neuen Content so hart schlagen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei einer weiteren Folge des Stanley Parable. Parable. Ist doch egal. Ultra Deluxe. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr gefallen. Denkt beim nächsten Mal nach, wenn ihr ein negatives Review schreibt. Schaut, was es hier ausgelöst hat. Nichts Schönes. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Euer Zimmermann.